Godzilla King of the Monsters ist in den deutschen Kinos angekommen und wir haben den Film schon mal vorab gesehen. Da gucken wir uns jetzt mal genauer die Handlung an. Die Forscher von Monarch haben nun noch weitere Titanen aufgespürt und sogar einen Weg gefunden, mit diesen zu kommunizieren. Mit welchem Zweck sie das tun, warum sie das tun und wie sie das tun und was eigentlich danach passiert, das haben wir uns genauer im Kino angeguckt. Es gibt viel zu sagen, wenig zu sagen. Ja. Irgendwie so alles auf einmal, so wie es auch alles auf einmal ist in diesem Film. Ja, genau. Also man wird sofort reingeschmissen wieder in die Story. Irgendwie, ja, Godzilla wird vermisst vom ersten Teil, ne? Was macht er so? Und dann geht es auch gleich los mit Monarch hat mehr Titan gefunden und so ein Gerät, mit dem sie ja reden können. Irgendwie mit Ultraschall, was weiß ich, keine Ahnung. Keiner versteht so genau. That's messed up. Ich muss ja sagen, ich habe diese ganzen alten Godzilla-Filme ja mal so am Rande gesehen. Ich war allerdings nicht so das absolute Fangirl davon. Deswegen habe ich Thorsten mit ins Kino genommen, der quasi Godzilla-Experte ist von jeher. Ich weiß nicht, wie es so weit gehen würde, aber wir hatten irgendwie mit 14 die Idee, alle Godzilla-Filme anzuschauen. Es gibt 32 japanische und jetzt mit dem 3 amerikanische. Und die steigern sich halt von ihrem Trash-Faktor her. Man will eigentlich Monster sehen, die Städte zerstören, das bekommt man auch. Und genau das macht dieser neue Film auch. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Weil ich war damals 14 und ich fand es geil. Und jetzt denke ich mir, ja okay, ist ein schönes Remake in gewisser Weise, aber hätte man nicht auch mehr draus machen können. Es kommt auf die Erwartungshaltung an, würde ich sagen. Denn ich habe tatsächlich so einen Film erwartet. Okay. Denn die Kritik an dem Film von 2014 war, dass zu wenig Monster-Action, zu viel Charaktere. Diesmal waren es immer noch zu viele Charaktere. Ja, da hättest du ruhig so 5, 6 einfach komplett streichen können. Das hätte der Handlung keinen Abbruch getan. Vor allem die berühmten hätte man rausnehmen können. Also es kommt Tywin Lannister, ich kann mir den Namen des Schauspielers nicht merken, tritt auf und in dem Moment, wo er reinkommt, ich glaube, wir haben beide angefangen, das Lannister-Lied zu singen. Long live the king. Ich weiß auch nicht, wer schlimmer ist, Joffrey oder Godzilla. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich Joffrey. Aber nicht zu viel zu Game of Thrones. Bleiben wir bei Godzilla. Ich habe mich nämlich auch noch unterhalten mit den Hauptdarstellern. Und zwar in London habe ich die zum Interview getroffen. Da gucken wir jetzt mal kurz rein. I had no idea. I mean, I knew obviously Godzilla was an iconic character that had a legacy behind him of 30 films, 60 years of life experience or Titan experience. And so for me, I was like, oh, I don't know, like that's a lot, like it's daunting, you know? You've got all these movies behind you that, you know, no matter what, still impacted people. And so for me, like I wanted to bring a different aspect of this. I feel like we both did. Yeah, brought a different aspect. You know, definitely. Like, I loved Godzilla since I was a kid. So, like, to be a part of his legacy, when they list Godzilla's films, like, we'll have a piece of that legacy forever, and nobody can take that from us. Ja, für Millie Bobby Brown ist das natürlich a whole new world. Ich meine, die ist ja gerade irgendwie erst 15. Das stimmt, ja. Aber ich weiß nicht, ob die World so new für sie ist, weil im Prinzip macht sie das, was sie in Stranger Things macht. Ne? Sie ist, also gut, da ist sie noch krasser drauf, weil sie ja mehr Fähigkeiten hat, aber sie ist wieder das Mädel, was irgendwie mit Monstern zu tun hat. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, die hat viel mehr auf dem Kasten. Also gefühlt, ich bin ein Riesenfan von ihr und ich hätte mir mehr erwartet irgendwie. Also sie macht das gut, ich finde, sie ist eine der Besten in diesem Film, ja, weil sie einfach ihre Rolle perfekt spielt, aber da wäre bestimmt auch mehr Tiefgang möglich. Ich denke auch, wenn wir ein paar Charaktere weggelassen hätten, dann hätte man das Zusammenspiel zwischen den Monstern und zwischen Millie Bobby Brown, die eine geniale Schauspielerin, eine super Person ist, mehr ausarbeiten können. Dennoch habe ich ja auch mit dem Regisseur gesprochen und der hat was ganz Interessantes darüber erzählt, wie er denn überhaupt an den Dreh herangegangen ist. When I was a little kid, I used to watch the old movies and play with the toys and sort of imagine what it was like to make a Godzilla film. I even tried to make one when I was around 10 using my pet turtle and sort of let my pet turtle stomp around my Star Wars toys and then shot it with my family camcorder. So, you know, all the way back then, the seed was planted, and I think that seed just sort of germinated over the decades, and here we are. Ja, man kann kaum glauben, dass er der gleiche Regisseur ist, der auch so ein Meisterwerk zu verantworten hat wie X-Men Apocalypse. Ja, als du mir das erzählt hast, wollte ich es nicht glauben. Ich habe es nochmal selbst nachgeschaut und dachte, das stimmt nicht, das ist echt krass. Also, ja, das ist krass, weil es sind
zwei völlig unterschiedliche Ja, also bei dem Filme. einen merkt man vielleicht auch, dass er einfach seinen Jugendtraum erfüllt hat, ne? So ein bisschen das nachzustellen. Also ich meine jetzt Godzilla. Ja, eventuell. Also man kann sich das tatsächlich vorstellen, wie er da bei der Drehvorbereitung und beim Dreh vorgegangen ist. Dennoch würde ich sagen, wenn man sich auf die Charaktere jetzt fokussiert und man sagt, man sieht die Monster als Charaktere, dann bekommt man jede Menge Action. Was mich im Schnitt gestört hat, ist, dass immer, wenn dann diese Action voll abgeht und die Städte voll zerstört werden, auf einmal schneidet die Kamera weg. Ja. Auf einmal sind wir nicht mehr bei den Monstern und das finde ich so ein bisschen schade. Ja, das nimmt den ganzen Flair des Films auf einmal raus. Als könnte er sich nicht entscheiden, versuche ich hier verzweifelt noch menschliche Charaktere aufzubauen oder gehe ich diesen vielleicht auch mutigen Weg in gewisser Weise, dass ich so ein Remake mache und diese Monster so ein bisschen mit Charakter versehe. Was ja in den alten Filmen immer so war, ein bisschen albern wirkt und heutzutage, ich komme nicht mehr ganz damit klar. Ich bin eigentlich ein Fan von Monsterfilmen. Es ist tatsächlich schwierig, weil man ist so hin und her gerissen. Dennoch würde ich sagen, dass sich bei diesem Film ein Kinobesuch lohnt, denn ich weiß nicht, wie der Film auf dem Fernseher wirkt. Ja, das hast du vollkommen recht. Das ist, glaube ich, der würde gnadenlos untergehen. Diese Kämpfe würden gnadenlos untergehen. Also außer ihr habt zu Hause eine riesen Heimkinoanlage. 75 Zoll Fernseher. Dann ist das natürlich auch zu Hause ein super Erlebnis. Ansonsten würde ich fast sagen, dass sich allein für die Monster-Action der Kinobesuch lohnt. Dennoch, wenn man sich ein bisschen mehr Handlung wünscht und erwartet, wird das so nicht erfüllt. Also es ist keine Fortsetzung des ersten Films, es ist eher eine Fortsetzung der alten Filme. Genau. Also ihr steigt quasi wieder in diese japanischen Filme ein. Bisschen, ja. In einer amerikanischen Weise, also mit mehr Budget, mit toller Technik. Ja. Also die Effekte sind super genial, da wurde richtig viel dran gearbeitet. Also auch wie so ein Kopf nachwächst und so, ohne zu viel zu verraten. Ja. War schon super. Es gibt auch ein paar Momente, wo ich richtig erschrocken bin. Man sieht, dass man erschrickt und trotzdem bin ich erschrocken. Ja. Es sind schon ein paar gute Momente drin, weswegen wir dem Film auch letztendlich 3,5 von 5 Popcorn-Tüten geben wollten. Der Thorsten wollte nur 3 geben. Ja, ich gebe es zu. Aber ich möchte noch 0,5 drauf geben. Nein, weil ich auch Millie Bobby Brown einfach super finde. Für die, okay, jetzt hast du mich. Für sie gibt es nochmal eine halbe. Nur für Millie Bobby Brown gibt es noch eine halbe Popcorn-Tüte. Das freut sie bestimmt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal bei der nächsten Review. Bis dahin, tschüss. Wo sind die Fans der alten bzw. der neuen Godzilla-Filme? Schreibt es uns in die Kommentare und schreibt uns, wie ihr den Film gefunden habt. Glocke nicht vergessen und Abo da lassen. Ich glaube, das ist da oder da. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Abonniert einfach.